Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier auf der Hannover Messe 2023 und sind hier mit dem Leitprojekt SWOP der Fraunhofer Gesellschaft. SWOP steht für die Architektur in der Produktion für die Zukunft, wo Modularität und Flexibilität einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Dafür haben wir in den letzten 2 Jahren ein Modell definiert, eine Architektur, die auf Services basiert, die für die jeweilige Umgebung angepasst werden können, in Ergänzung mit sogenannten Basismodulen, die für alle Umgebungen wieder hergenommen werden können. Basismodule sind zum Beispiel Elemente wie eine Registry, wo ich meine Komponenten finde, aber auch bis hin zu einer sogenannten Execution Engine, die für das eigentliche Ausführen der Prozesse vorgesehen ist. Im Projekt SWOP wurde auch ein Tooling entwickelt, was wir hier sehen. Hier haben wir das sogenannte SWOP Dashboard, in dem man einzelne Orders erzeugen kann. In unserer Beispielanwendung die Bestellung einer Industrieampel mit angepassten Segmentfarben. Was ebenfalls im Projekt SWOP entwickelt wurde, ist eine eigene Sprache, die wir hier auf der rechten Seite sehen, die eine Order beschreibt. Das heißt, hier sehen wir den Ablauf in dem PFDL-Format, wo der Ablauf einer einzelnen Order beschrieben ist. Das Besondere ist im Leitprojekt SWOP, dass wir diesen Ablauf nehmen können, in einen Zustandsautomaten transformieren können, den wir hier einmal dargestellt sehen. Und dieser Automat wiederum kann zur Ausführung des Prozesses genutzt werden. Hierbei ist interessant, dass die einzelnen Schritte bei der Ausführung nicht statisch zugewiesen sind, sondern es wird zur Laufzeit entschieden, welche Komponente, welche Maschine für den jeweiligen Schritt am besten geeignet ist. Hier sehen wir dann das Ganze auch einmal in einer Simulationsumgebung, wo die eben erzeugte Order grafisch hergestellt wird. Hier sehen wir die einzelnen Segmente, die aus dem Warenlager entnommen werden und anschließend in den Maschinen beschichtet werden in den jeweils bestellten Farben. Im Anschluss werden die Segmente zusammen verklebt bzw. verschweißt und das Fußteil in einer Fräsbearbeitung gemäß Bestellungsvorgaben hergestellt. Im letzten Schritt sehen wir die manuelle Montage der bestellten Lichtampel in einer manuellen Station. Das heißt, SWOPit ist so flexibel, dass wir alles als Service abbilden, was uns auch die Integration von manuellen Prozessen, die durch Menschen getrieben werden, in das Gesamtsystem ermöglicht. Zusammengefasst, das Neue an SWOP ist, dass wir eine Architektur haben, die eine modulare Umgebung anspricht, in der wir einzelne Maschinen haben, die flexibel eingesetzt werden können und den Ablauf, der automatisch zur Laufzeit entscheidet, welche Maschine für welchen Prozessschritt am besten geeignet ist.